Der Konzert-Coup. Szene: Timo ruft Sarah aufgeregt an. Sarah, stell dir vor, was gerade passiert ist. Ich kann's selbst noch kaum fassen. Timo, was ist los? Du klingst total aufgedreht. Ist was Schlimmes passiert? Nein, ganz im Gegenteil. Ich habe endlich Karten für die leuchtenden Sterne bekommen. Nach monatelangem Warten und zig Versuchen. Endlich. Was? Im Ernst? Glückwunsch! Das ist ja der Wahnsinn. Ich dachte, die wären längst komplett ausverkauft. Du hattest's doch schon mehrmals probiert, oder? Zuletzt meintest du doch vor ein paar Wochen, dass es wieder nicht geklappt hat. Ja, mindestens 3-mal. Erst beim offiziellen Vorverkauf. Da war die Seite sofort überlastet. Dann habe ich's immer wieder mal versucht, aber da war schon alles weg. Ich war damals echt am Boden zerstört. Seitdem habe ich regelmäßig auf Wiederverkaufsseiten geschaut, aber die Preise waren einfach utopisch. Ich hätte nie gedacht, dass wir da wirklich mal hinkommen. Das glaube ich dir. Ich habe zwischendurch auch mal geschaut, aber sofort wieder aufgegeben. Und wie hast du's jetzt geschafft? Reiner Zufall. Ich habe heute Vormittag aus Langeweile nochmal auf der offiziellen Seite nachgesehen. Eigentlich komplett ohne Hoffnung. Und plötzlich waren da ein paar Karten verfügbar. Wahrscheinlich Rückläufer oder ein nachträglich freigegebenes Kontingent. Ich musste sofort zuschlagen. Oh mein Gott! Und du warst schnell genug? Ich war gerade in so einer total unwichtigen Besprechung. Hab mich kurz rausgeschlichen und die Tickets direkt übers Handy gekauft. Mein Herz hat wie verrückt geklopft. Es ging diesmal echt problemlos. Nach 2 Minuten hatte ich die Bestätigung. Wahnsinn! Du bist mein Held! Und wann ist das Konzert? Nächsten Monat, oder? Ja, ziemlich genau in 4 Wochen. Wir sollten aber bald überlegen, wie wir hinkommen. Fahren wir zusammen mit dem Zug oder treffen wir uns erst dort? Und diesmal sollten wir echt früh los. Nicht wieder stundenlang im Stau stehen wie beim Stadtfest. Das war Horror. Absolut. Und wir sollten vorher unbedingt noch was essen. Ich habe mittags oft nur eine Kleinigkeit und abends habe ich dann Riesenhunger. Solche Ausflüge sollten wir echt früher durchplanen. Nicht immer auf den letzten Drücker. Da hast du recht. Ab jetzt gilt bessere Planung. Auch wenn es diesmal eher spontan war. Sag mal, hast du eigentlich schon Urlaub für den Tag danach eingereicht? Das Konzert ist an einem Donnerstag. Wir sind bestimmt erst morgens wieder da. Oh Mist, guter Punkt. Daran habe ich gar nicht gedacht. Das mache ich morgen als erstes. Direkt. Noch bevor ich überhaupt den Rechner hochfahre. Hoffentlich genehmigt mein Chef das noch so spontan. Normalerweise muss man den Urlaub ja ewig vorher einreichen. Ich drück dir die Daumen. Ich gebe meinen Antrag gleich heute noch ab. Ich bin gerade für jeden freien Tag dankbar. Die Arbeit ist momentan echt wieder stressig. Kenn ich. Ich komme zurzeit fast immer erst nach Sonnenuntergang nach Hause. Aber hey, jetzt haben wir wenigstens dieses Konzert als Highlight. Das motiviert. Total. Das wird bestimmt großartig. Okay, ich muss jetzt leider echt auflegen. Die nächste Besprechung fängt gleich an. Aber wir hören uns spätestens am Wochenende wegen der Details, ja? Perfekt. Meld dich einfach. Und nochmal 1000 Dank und Glückwunsch. Sehr gerne. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Zurück im Alltag. Szene: Clara und David sitzen mit einer Tasse Kaffee am Küchentisch, die leeren Koffer stehen noch in der Ecke. Wow, David, ich kann immer noch nicht glauben, dass wir schon wieder zu Hause sind. Es fühlt sich irgendwie total surreal an. Ja, ich habe gerade eben die Koffer in den Keller gebracht. Verrückt. Gestern um diese Zeit lagen wir noch am Strand und haben den Sonnenuntergang angeschaut. Genau vor einer Woche sind wir losgeflogen. Die Zeit ist diesmal echt wahnsinnig schnell vergangen. Normalerweise kommt mir Urlaub viel länger vor. Total. Vor allem die ersten Tage sind einfach verflogen. Am Anreisetag dachte ich noch, wir hätten ewig Zeit vor uns.
Und plötzlich, gestern Morgen, hieß es schon wieder Koffer packen. Ich habe jeden Morgen direkt nach dem Aufwachen vom Balkon aus aufs Meer geschaut, noch vorm Zähneputzen. Das war mein Lieblingsmoment. Und jetzt gucke ich auf die grauen Häuser gegenüber. Jetzt sitze ich hier und muss gleich die Arbeits-E-Mails checken, die sich während unserer Abwesenheit gesammelt haben. Der Alltag hat uns echt sofort wieder. Leider. Leider ja. Und ich muss heute Nachmittag unbedingt noch einkaufen. Der Kühlschrank ist natürlich komplett leer. Wir hatten ja vorher alles aufgebraucht. Wollen wir später zusammengehen? Ich muss noch zur Post ein Paket abholen, das kurz vorm Urlaub angekommen ist. Kann ich gleich mit erledigen. Gute Idee. Vielleicht so gegen 5? Vorher muss ich noch dringend Wäsche waschen. Die Urlaubssachen müssen möglichst bald durch. Sonst haben wir morgen früh nichts anzuziehen. 5 passt perfekt. Dann haben wir danach noch Zeit, was Schönes zu kochen. Ich habe zwar gerade noch keinen Hunger, aber spätestens um 7 meldet sich mein Magen. Was wollen wir heute Abend essen? Was Schnelles. Ja, bitte. Ich bin immer noch ziemlich müde von der Rückreise gestern Nacht. Wir sind ja erst nach Mitternacht angekommen. Vielleicht einfach Pasta mit Pesto? Das geht immer. Perfekt. Und was machen wir eigentlich am Wochenende? Hast du schon was geplant, während ich vorhin geduscht habe? Nee, noch nicht. Ich wollte eigentlich am Samstag meine Freundin treffen. Die hatte neulich Geburtstag. Aber ich glaube, ich brauche das Wochenende erstmal, um wieder anzukommen. Vielleicht verschiebe ich's auf nächste Woche. Kann ich gut verstehen. Vielleicht könnten wir am Samstag einfach mal nichts machen. Wirklich gar nichts. Ausschlafen, entspannen, vielleicht nachmittags eine Runde im Park, wenn das Wetter mitspielt. Das klingt himmlisch. Haben wir ewig nicht gemacht. Unser Wochenende ist sonst immer total verplant mit Verabredungen oder To-Dos. Seit Monaten nehmen wir uns das vor. Wir sollten uns das echt öfter gönnen. Nicht immer von einem Termin zum nächsten hetzen. Manchmal ist weniger einfach mehr. Ich habe neulich gelesen, wie wichtig solche Nichtstun-Phasen sind. Absolut. Ich habe vorhin beim Auspacken auch gedacht, wir brauchen dringend wieder mehr ruhige Momente. Nicht erst im nächsten Urlaub. Wir könnten demnächst ja auch mal wieder ins Kino gehen. Früher haben wir das ständig gemacht, aber in letzter Zeit kaum noch. Zuletzt waren wir, glaube ich, vor einem halben Jahr. Ja, unbedingt. Sobald wir uns hier wieder eingegroovt haben und die Wäscheberge weg sind. Im Moment fühlt sich alles noch etwas durcheinander an. Aber spätestens übermorgen sieht die Welt wieder normal aus. Wahrscheinlich hast du recht. Die erste Maschine läuft übrigens schon. Ich schmeiß jetzt gleich die zweite an. Okay, ich check in der Zeit schnell meine E-Mails. Aber um 5 bin ich bereit fürs Einkaufen. Nicht, dass wir später hungrig vorm leeren Kühlschrank stehen. Abgemacht. Ich freue mich auf einen entspannten Abend später, trotz Alltagsstart. Ich auch. Bis gleich, Schatz. Bis gleich, David. Die geheime Geburtstagsplanung. Szene. Maria und Stefan sitzen bei einem Kaffee zusammen. Hallo, Stefan. Gut, dass wir uns endlich mal wieder treffen. Ich muss dringend was mit dir besprechen. Hallo Maria. Ja, wurde wirklich Zeit. Ich hatte in letzter Zeit kaum eine freie Minute. Was brennt dir denn so unter den Nägeln? Es geht um Lisas Geburtstag. Der ist doch bald. Nächsten Monat schon. Ich habe neulich drüber nachgedacht und finde, wir sollten dieses Jahr mal was Besonderes machen. Oh ja, stimmt. Daran habe ich vorhin zufällig auch kurz gedacht, als ich in den Kalender geguckt habe. Letztes Jahr haben wir ja nur kurz angestoßen. Was schwebt dir denn diesmal vor? Ich dachte an eine richtige Überraschungsparty. Wir reden doch schon seit Jahren darüber, aber irgendwie haben wir es noch nie rechtzeitig auf die Reihe gekriegt. Eine Überraschungsparty. Coole Idee. Aber das heißt auch viel Planung. Wir müssen echt früh anfangen dieses Mal. Damals bei Peters Party vor 2 Jahren haben wir fast alles erst in der letzten Woche gemacht. Das war der blanke Stress. Genau deshalb reden wir jetzt schon drüber.
Ich habe gestern Abend schon mal ein bisschen recherchiert. Wir brauchen einen Raum. Vielleicht können wir den Gemeindesaal mieten. Ich könnte morgen direkt mal anfragen, ob der frei ist. Gute Idee. Frag gleich auch, was das kostet. Unser Budget ist ja eher klein. In der Zeit kann ich schon mal eine Gästeliste anfangen. Das dauert bestimmt auch eine Weile. Wen laden wir denn ein? Nur enge Freunde oder auch Kolleginnen? Erstmal würde ich sagen, nur die engsten Freunde. Sonst wird's schnell zu groß und zu teuer. Wenn noch Luft ist, können wir die Liste ja später erweitern. Klingt vernünftig. Und das Datum? Lisas Geburtstag ist an einem Mittwoch. Feiern wir am Wochenende davor oder danach? Ich wäre für den Samstag davor. Dann kann Lisa sich danach noch von der Überraschung erholen, bevor ihr eigentlicher Geburtstag ist. Und wir haben notfalls noch ein bisschen Puffer, falls was schief läuft. Macht Sinn. Ich schau mal schnell in meinen Kalender. Ja, der Samstag davor ist bei mir noch frei. Da habe ich bisher nichts vor. Super, bei mir auch. Dann blocken wir den erstmal. Nächste Woche sollten wir dann die Basics klären. Raum, Gästeliste, grobes Budget. Und Essen und Getränke. Das dürfen wir auf keinen Fall vergessen. Bei Annas Feier letztes Mal haben wir viel zu spät bestellt. Da war fast nichts mehr zu kriegen. War mega ärgerlich. Wir sollten mindestens 3 Wochen vorher alles fix machen. Absolut. Ich habe da schon eine Idee für einen Caterer. Den habe ich neulich bei einer Feier erlebt. Die waren echt gut und nicht übertrieben teuer. Ich suche heute Abend noch die Kontaktdaten raus. Perfekt. Du bist immer so gut organisiert. Ich bewundere das jedes Mal. Ich bin eher der Spontantyp, aber bei sowas klappt das selten. Ja, manchmal muss man eben planen. Aber das Wichtigste ist jetzt, wie halten wir das Ganze geheim? Lisa ist mega neugierig. Die fragt dauernd, was man so vorhat. Puh, das wird echt die größte Herausforderung. Wir müssen ab jetzt super vorsichtig sein. Keine Andeutung, keine verdächtigen Nachrichten. Vielleicht lenken wir sie einfach ab. Tun so, als hätten wir was ganz anderes geplant? Gute Idee. Wir könnten ihr nächste Woche erzählen, dass wir an dem Samstag einen Ausflug machen. Einen, zu dem sie leider nicht mit kann. Ja, genau so machen wir das. Okay, ich fühle mich jetzt schon viel zuversichtlicher. Das wird bestimmt richtig gut. Hoffentlich. Also, kurz zusammengefasst. Ich kümmere mich bis übermorgen um den Raum und den Caterer. Du startest jetzt direkt mit der Gästeliste. Und wir treffen uns Anfang nächster Woche wieder. Vielleicht Dienstagabend? Dienstagabend passt super. Ich habe bis dahin bestimmt schon eine erste Liste. Ich freue mich jetzt schon auf Lisas Gesicht. Ich auch. Das wird unbezahlbar. So, lass uns noch schnell den Kaffee austrinken. Ich muss leider in einer halben Stunde schon wieder los. Alles klar. Auf eine erfolgreiche Geheimoperation. Bis Dienstag. Bis Dienstag. Tschüss. Unerwartetes Wiedersehen. Szene: Finn steht an einer Bushaltestelle, als Laura vorbeikommt. Finn? Bist du das echt? Ich dachte gerade, ich sehe nicht richtig. Laura, hallo. Ja, ich bin's. Mensch, dich habe ich ja ewig nicht gesehen. Mindestens 2 Jahre, oder? Was machst du denn hier? Wohnst du inzwischen in der Gegend? Nee, ich bin nur manchmal hier, um meine Tante zu besuchen. Die wohnt gleich um die Ecke. Aber sag mal, was machst du so? Arbeitest du noch bei der alten Firma? Als ich damals gegangen bin, wurdest du doch gerade zum Teamleiter befördert. Nachträglich noch Glückwunsch. Ich glaube, das habe ich dir nie persönlich gesagt. Danke dir. Ja, anfangs war ich noch da, aber ich habe dann gewechselt. Vor etwa einem Jahr habe ich gekündigt. Die Arbeitsbelastung war einfach zu krass. Ich habe ewig im Büro gesessen, manchmal bis spät in die Nacht. Das wollte ich mir nicht länger antun. Verstehe ich total. Ging mir ähnlich, kurz bevor ich aufgehört habe. Ständig neue Projekte, dieselben Probleme. Erinnerst du dich noch, als wir dieses Riesenprojekt für Müller & Kompanie gemacht haben? Das war doch Wahnsinn.
Wir haben kaum geschlafen. Oh ja, daran erinnere ich mich nur zu gut. Das war echt die Hölle. Aber immerhin haben wir es durchgezogen. Heutzutage passe ich viel mehr auf meine Work-Life-Balance auf. Und du? Was machst du jetzt? Ich bin jetzt bei einer kleinen Agentur in der Innenstadt. Viel entspannter, auch wenn das Gehalt erstmal niedriger war. Aber das Team ist super und ich kann fast immer pünktlich Feierabend machen. Ich gehe jetzt auch wieder regelmäßig zum Sport, mindestens 3-mal die Woche. Früher habe ich das nie hingekriegt. Klingt richtig gut. Sowas suche ich eigentlich auch. Mein neuer Job ist zwar besser als der alte, aber ideal ist er noch nicht. Ich muss oft am Wochenende arbeiten. Dabei hieß es erst, das wäre nur vorübergehend. Inzwischen ist das fast Standard. Das ist echt blöd. Vielleicht solltest du dich nochmal umgucken. Momentan werden doch überall Leute gesucht. Ich krieg fast täglich Jobangebote bei LinkedIn. Ja, ich denke schon länger drüber nach. Ich habe auch immer mal reingeschaut, aber bisher war nichts dabei, was wirklich gepasst hätte. Nächsten Monat habe ich 2 Wochen Urlaub. Dann habe ich endlich Zeit, mich intensiver drum zu kümmern. Mach das! Man verbringt so viel Zeit im Job. Da sollte es schon irgendwie passen. Apropos Zeit, mein Bus kommt gleich. Wir sollten uns unbedingt mal auf einen Kaffee treffen und richtig lange quatschen. Nicht nur so kurz zwischen Tür und Angel. Unbedingt. Wäre richtig schön. Wie erreichen wir uns am besten? Wollen wir kurz Nummern tauschen? Ich kann dir meine neue schicken, sobald ich wieder im Büro bin, falls du noch meine alte Mail hast. Warte, ich gebe dir einfach meine jetzt. Hier, schreib sie dir schnell auf. Meld dich nächste Woche mal, ja? Vielleicht klappt's ja schon am Wochenende drauf. Perfekt, mache ich. Ich melde mich spätestens Mittwoch. War echt schön, dich so zufällig wiederzutreffen. Fand ich auch. Dann bis ganz bald, Finn. Pass gut auf dich auf. Du auch, Laura. Tschüss.